Hallo zusammen. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, die Elisabeth Westermann. Sie hat nämlich die Klangcode-Therapie entwickelt in Deutschland und schon ganz viele Therapeuten darin ausgebildet und ganz tolle Erlebnisse schon mit ihren Patienten gehabt. Ich freue mich sehr, heute mit ihr darüber sprechen zu können. Hallo Elisabeth. Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, ich freue mich auch sehr. Ja, gerade bei der Klangcode-Therapie, das war für mich ja auch was ganz Neues. Ich kannte das so noch nicht. Du hast ja gestern auch bei mir geholfen. Ich hatte einen kleinen Sturz und dadurch so ein Schleuderaufpralltrauma in der Wirbelsäule. Und ich muss wirklich sagen, nach deiner Behandlung heute geht's mir wirklich sehr gut. Also ich kann wieder alles wunderbar bewegen. Und es war sehr beeindruckend, dass du lediglich durch deine Hände und durch deinen Gesang es dazu gebracht hast, dass ich in eine unglaubliche Entspannung kam und auch wirklich gemerkt habe, wie sich in der Wirbelsäule was korrigiert hat. Also das war schon beeindruckend, ja. Wie kamst du denn jetzt dazu? Ja, also gesungen habe ich, seit ich ein Baby war fast. Also ich habe gesungen, bevor ich gesprochen habe. Von daher ergab das irgendwie Sinn, dass irgendetwas durch mich vielleicht kommen möchte, was mit Singen zu tun hat, in irgendeiner Form. Und ich habe als Kind auch schon irgendwie gewusst, irgendwas kommt da. Und ich habe dann mehrere Hinweise bekommen. Ich will das mal ein bisschen kürzen, sonst könnte ich eine ganze Stunde da drüber reden und das ist ja dann auch nicht so interessant. Ich habe einfach Anstöße bekommen, dass es sowas gibt wie Klangschlüssel oder Klangcodes, die einfach sehr spezifisch wirken können auf den Körper, auf die Seele, auf den Geist des Menschen. Und ich soll doch da mal auf die Forschungsreise gehen. Und dann habe ich das gemacht und habe einfach drum gebeten, dass ich Informationen bekomme. Genau so. Ja? Ich habe darum gebeten, dass das, was vielleicht irgendwo schon in meinem System angelegt ist, und das wurde mir eben auch gesagt von einer Frau, die sehr hellsichtig war, die sagte, du hast das in deiner persönlichen Akasha-Chronik, so hat sie es genannt. Ja? Schau einfach mal, ob du das nicht runterladen kannst. Und wenn man mit dem Konzept von verschiedenen Leben arbeiten kann und mag, dann habe ich das mit Sicherheit auch schon mehr als einmal vorher gemacht und habe auch so innere Bilder gehabt, wo und wie im Nachhinein. Ja, und dann habe ich mich hingesetzt und habe einfach mal darum gebeten, diese Tonfolgen zu bekommen. Zunächst mal wurde mir dann ganz klar gesagt, es geht nicht um die absolute Tonhöhe. Viele Systeme arbeiten ja mit der absoluten Tonhöhe, weil man es dann mit einer bestimmten Frequenz zu tun hat, die dann ganz spezifisch unter Umständen auf Organe wirken kann. Dieses System arbeitet anders. Es arbeitet mit der Melodielinie, es ist eine ganz einfache Melodie, mit dem Rhythmus und den Vokalen und Konsonanten. Ja, es geht also nicht darum, jetzt sozusagen die Stimmgabel dabei zu haben und immer den Ton zu treffen, sondern es geht darum, dass du eine Melodie hast, eine ganz einfache Melodie, einfacher als Hänschen klein. Du hast es ja gestern erlebt. Ja, oder würdest du vielleicht kurz den Zuschauern mal eine Melodie vorsingen? Ja, kann ich machen. Es gibt zum Beispiel einen Klangcode für das Feld oder das Sein der Liebe. Ja, das nenne ich Liebe als Zustand. Oh, das ist schön. Und dieser Klangcode geht so. Ai-yo, ai-yo, ai-yo. Toll. Man kommt sofort dadurch zur Ruhe. Ja. Das liegt unter anderem daran, wie unsere Stimme aufgebaut ist. Unsere Stimme ist das einzige Instrument, was es gibt, was im Grunde ein Alleskönner ist. Man kann ja mit der Stimme alle Instrumente nachmachen, weil man alle Obertonreihen, durch die sich ein Klang definiert von einem Instrument, mit der Stimme nachmachen kann.
Und es ist so, dass es verschiedene Rhythmen gibt, die im Klang erscheinen. Einen haben Sie jetzt wahrscheinlich auch schon so ein bisschen andeutungsweise gehört. Das ist das sogenannte Vibrato. Das ist zwischen 5 und 7 Hertz. Und dieses Vibrato bringt unser System ganz natürlich auf eine Gehirnwellenfunktion von Theta. Das heißt, das Gehirn beruhigt sich. Es geht erst auf Alpha, dann geht es auf Theta. Und dann ist man in einer Art, wie eine Art Trance. Deshalb habe ich auch CDs rausgebracht, die nenne ich Musikheilung in Trance. Ja? Okay. Weil man einfach in eine tiefe Entspannung kommt. Und das hat man jetzt bei diesem einen Klangcode schon gemerkt. Und wenn man dann mehrere singt, wird es natürlich noch tiefer, diese Entspannung. Und das Schöne ist, dass die Systeme des Menschen oder auch der Tiere oder auch der Natur so darauf reagieren, wie sie das im Moment können und wollen. Das heißt, das ist völlig unmanipulativ. Und diese Rhythmen, die im Klang erscheinen, die haben die Möglichkeit, das System einfach runterzufahren in eine Entspannung, zunächst mal in den Alpha-Zustand, das ist der normale Meditationszustand, dann in den Theta-Zustand und dann sogar in den Delta-Zustand unter Umständen, was einfach die ganz tiefe Entspannung ist, die zum Beispiel bei den binauralen Beats genutzt wird. Nur, dass es hier jetzt nicht induziert wird, sondern es ist ein Angebot an das System und das zu nehmen, was jetzt gerade passt. Es gibt Menschen, die sacken ganz tief weg. Die sind Ja, ganz das ging mir ja gestern auch so. Also Ja. ich saß ja dann wirklich da, du hast begonnen zu singen und ich war weg. Ja. Also ich war wirklich wie in so einer Meditation. Ja. Genau. Aber innerhalb von kürzester Zeit. Also es war ja noch... Ja, weil es ja uns auch entspricht. Jeder von uns hat diese Singstimme. Entspricht. Ist Ja. schon, gell? Genau. Ist schon im... Ja. Na, das ist Menschsein hat mit Singen zu tun. Und ich komme ja aus Deutschland, das hört man ja, nicht aus der Schweiz. Bei uns ist es ja so verpönt worden durch das Dritte Reich vor allen Dingen, dass man Volkslieder singt und dass man, wenn man zusammenkommt, singt, dass es leider mehr oder weniger verschwunden ist. Wenn man zum Beispiel in Schweden ist, ich glaube in der Schweiz ist es auch so, aber ich kenne es nicht so genau. Von Ja. Schweden weiß ich das, wenn man sich zum Essen trifft, dann singt man erstmal Volkslieder. Dann Ja, würde ich hatte jeder jetzt- Deutsche sagen, was ist das denn? Ja. Ja? Ich hatte jetzt auch in den Medien in Bericht gelesen, dass gerade bei der friedlichen Demonstration in Berlin eine große Menschengruppe die deutsche Nationalhymne friedlich gesungen hat und die Polizei das dann verboten hat. Also mit Lautsprecherdurchsage, dass das fand ich interessant, weil Ja. wenn man sich die Bilder anschaut und die Schwingung und die Bürger, also es waren Kinder, Familien, Großeltern, alle zu sehen, die gemeinsam gesungen haben. Es wurde verboten. Das ist etwas Natürliches. Und wenn wir uns beruhigen wollen, summen wir oft vor uns hin. Und mit den Kindern tun wir es ja noch. Wir singen das Lied Ja, zum Schlafen. zum Einschlafen, ja. Oder wir singen auch so mal mit ihnen. Zum Geburtstag ist ja auch wunderschön, wenn für einen gesungen wird. Ja. Dann Und das ist eine natürliche Fähigkeit. Und in der Stimme sind diese Rhythmen drin. Und gleichzeitig sind sehr hohe Frequenzen in der Stimme drin. Und diese Frequenzen um 3000, 5000, 8000, 12.000 Hertz, sogar 24.000, was dann jenseits vom hörbaren Bereich ist, die sind auch ganz wichtig, weil jede von diesen ganz bestimmte Qualitäten rufen, die uns unterstützen in Heilprozessen. Das heißt, wenn wir es fertigbringen, einfach ein paar Töne für uns zu singen schon, können wir uns selbst gut tun. wie können diese Frequenzen, von denen du gerade gesprochen hast, die wir nicht hören, worüber werden die abgespielt oder wie Das kommt es geschieht zu auch diesen durch Tönen? dadurch, wie der Kehlkopf funktioniert. Aber das wäre jetzt eine lange Geschichte. Okay. Das ist ja ein schwingendes Etwas in unserem Körper, der Kehlkopf. Ja? Okay. Und der erzeugt eben eine Vielzahl von Schwingungen mitsamt Obertönen. Und die Tatsache, dass ein Opernsänger
über ein 150-Mann-Orchester trägt mit seiner Stimme, wo Blechblasinstrumente bei sind, also Dezibel ist ziemlich hoch, ja, und er trägt mit seiner Stimme drüber, man hört ihn, das hängt mit diesen sogenannten Formanten, also mit diesen Obertonfrequenzen zusammen. Und es gibt eine Schule in Deutschland, die eben unter anderem auch festgestellt hat, dass diese Frequenzen um die 5000 und 8000 Hertz, da haben sie vor allen Dingen geforscht, ich habe dann die anderen auch noch dazu genommen, dass die wirklich zutiefst heilsam für das System sind. Das macht süchtig, ja. Und es gibt auf alle Fälle, das kann man schon von vornherein sagen, eine ganz starke Serotoninausschüttung dann, ja. Das Gehirn reagiert mit Serotoninausschüttung. Und das ist, und das ist alles in der Stimme drin. So, wenn ich jetzt singe, dann merkt man, dass ich eine ausgebildete Stimme habe. Und dann denkt man, gut, okay, die Frau Westermann kann das. Aber wenn die jetzt da Leute ausbildet, die da vielleicht noch nie gesungen haben und deren Stimme quietschig ist, wie soll das gehen? Das Wunder ist, dass die Stimmen sich durch die Klangcodes entwickeln. Und dass die Menschen alle diese Frequenzen mehr und mehr in der Stimme haben. Wenn jemand gerade erst ausgebildet ist, dann dauert es vielleicht noch ein bisschen. Aber es kommen auch oft Leute zu mir, die durchaus auch im sängerischen Bereich schon so ein bisschen was gemacht haben. Aber es kommen auch Leute zu mir, die das Gefühl haben, sie können nicht singen, ja? Die bei mir die Ausbildung machen. Ja, ja. Und man kann mit den Klangcodes für sich selbst arbeiten. Das ist jetzt etwas, womit ich gerade anfange, mehr einfach damit auch rauszugehen, weil ich einfach wichtig finde, dass die Menschen auch selbstständig was für sich tun können. Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt jetzt in der heutigen Zeit, diese Selbstverantwortung mal wieder zu übernehmen. Ja? So ist Nicht es. zu warten, bis irgendeiner für einen was regelt, sondern wirklich zu sagen, komm mal selber in die Eigenverantwortung. Und dann gibt es diese Kombination. Man kann erstmal grundlegende Behandlungen bekommen, weil einfach, wenn der Körper diese Information bekommt und sich dann umstellt, wenn man das für sich selbst macht, ist es schon manchmal anstrengend. Da kann man dann vielleicht erstmal Unterstützung bekommen und dann kann man weitermachen, indem man einiges für sich selbst tut. Entweder indem man zuhört und das eben ganz konzentriert oder indem man auch selbst singt. Also da gibt's dann eine ganz breite Möglichkeit. Du hast uns ja auch ein Video mitgebracht von einer Dame, die wir jetzt mal kurz einblenden. Also ich bin Janine. Ich hatte Mitte Dezember eine Behandlung bei Elisabeth und ich bin eigentlich sehr skeptisch hingegangen. Ich hätte nicht gedacht, damit das was bringt. Aber jetzt so 3 Monate später muss ich sagen, mein komplettes Leben hat sich geändert. Ich habe über 10 Kilo abgenommen, mein Essverhalten hat sich geändert. Also ich bin echt erstaunt über diese Behandlung. Ja, ist ja beeindruckend. Sie hat jetzt gesagt, aufgrund ihrer Entspannung oder was auch immer die Therapie ausgelöst hat, kam es jetzt bei ihr in dem Fall zu einer Gewichtsreduktion. Du sagst, es ist jetzt nicht direkt zum Abnehmen geeignet, also damit kann man da jetzt keine Werbung machen, aber wie erklärst du dir das? Also was ist direkt bei ihr passiert jetzt? Diese Frau ist nicht in einem so sehr guten psychischen Zustand gewesen über längere Zeit. Also, und ich meine, das ist etwas, womit wir ja jetzt alle gerade in dieser Zeit viel zu tun haben, dass einfach alte Geschichten hochkommen, dass wir konfrontiert werden mit unseren Flecken. Ja, und Ängsten. Mit unseren Ängsten, mit unseren Nöten, mit den Dingen, wo wir unglücklich sind und so weiter. Und das ist ja auch eine große Chance, die da drin liegt, weil sich einfach diese Dinge lösen können. Und die Klangcodes, auch die in diesem Fall war das auch eine Atlaskorrektur, auch die für den Atlas und die ich dann dazu singe, die bewirken dann einfach, dass der Mensch diese Dinge, die bei ihm hochgekommen sind, besser verdauen und verarbeiten kann. Und dass er dann auch diesen Schutzring nicht mehr braucht. Ja, selbst ich habe also am Anfang wo das mit diesem, ich nenne es immer gerne Krönchen, Gänseblümchen, wo wir damit zu tun hatten,
habe ich selbst auch mich anders ernährt, als ich es üblicherweise tat. Und habe gemerkt, ich habe auch zugenommen. Und ich brauchte das auch. Ja, weil ich einfach dadurch so eine Art Pufferzone hatte. Und bei manchen Menschen ist es halt einfach so, dass sie sich eine starke Pufferzone aneignen. Und wenn sie die dann wieder loswerden wollen, wird es schwierig, weil sie sich dran gewöhnt haben, dass sie einfach diese Unterstützung haben. Und wenn jetzt die Klangcodes gewirkt haben und der Mensch ist mehr bei sich angekommen, ist mehr in seiner Mitte, kann mit größerer Leichtigkeit auf die Dinge sehen und schauen, die bei ihm noch zu verändern wären, dann kann er eben auch Gewicht reduzieren, unter anderem. Und er kann einfach auch ein Stück mehr Lebensqualität, Lebensfreude und Lebendigkeit gewinnen. Ja. Und er kann auch im Körperlichen eine Umstellung erfahren, sodass die Wirbelsäule wieder gerade wird, dass der Atlas sich finden kann, dass der Steiß sich finden kann, dass die Beweglichkeit größer wird. Das kann man auch wunderbar bei den Tieren sehen, die diese Problematik auch haben. Da sieht man es oft noch schneller als beim Menschen. Und das ist einfach unglaublich wohltuend. Ja, du machst ja auch die Klangcode-Therapie mit Tieren. Ja. Da machen wir noch mal ein extra Interview dafür. Aber es ist schon sehr beeindruckend, weil gerade bei dem Tier, was ja nicht einen Placebo-Effekt sozusagen erzeugen kann durch Erklären oder wie auch immer, da sieht man ganz klar bei den Art, wie die Tiere gehen, vor und nach der Behandlung, dass sich einfach viele Dinge korrigiert haben. Ja. Kopfhaltung und. Also das ist schon wirklich auch beeindruckend zu sehen, was nur durch diese Frequenzen, ich meine, in der Frequenztherapie gibt es ja auch auf der wissenschaftlichen Ebene, das ist ja jetzt kein Zauber, sondern da wird ja auch super geforscht, da gibt es ja auch tolle Erkenntnisse schon dazu, schon Jahrhunderte eigentlich und ja, echt toll. Gerade bei Kindern, also man kann das überall anwenden. Man kann es überall anwenden und es ist halt einfach so, dass dieser Klangcode genau das ist wie eine Sprache für den Körper. Er sagt genau das, was er sagen will. Ja, wenn ich einen Klangcode habe für die gesunde Position des Atlases, dann informiert dieser Klangcode den Körper darüber, wie der Atlas gerade sitzen könnte und gesund. Wenn ich einen Klangcode habe für das Verwandeln von Angst in Liebe, ist auch ein sehr schöner Klangcode, weil der Gegenpol von Liebe ist nicht etwa der Hass, weil das ist nur eine pervertierte Form von Liebe, sondern es ist die Angst. Da, wo Angst ist, kann keine Liebe sein. So, wenn ich Angst in Liebe wandeln will, dann ist es genau diese Energie, die dort dann auch vermittelt wird. Genau diese Information geht dann in unser Körper-Seele-Geist-System. Und das ist das Besondere an den Klangcodes. Das bräuchten wir jetzt eigentlich in Deutschland dringend, ja. Da müsste man eigentlich diesen Angst in Liebe verwandelten Klangcode wirklich. Den singe ich gleich noch und dann singe ich nochmal den Klangcode für den Frieden. Ach, schön. Und übrigens, weil du vorhin die Demonstrationen erwähnt hast, ich habe tatsächlich eine meiner Klangcode-Therapeutinnen auf der Bühne gehört bei einer dieser Veranstaltungen in Darmstadt war das und mit einmal höre ich meine Klangcodes. Ja? Das heißt, man kann die auch bei solchen Situationen wunderbar verwenden. Ja? Ja. Also es ist ein so großes Feld, man kann im Grunde einen Klangcode für ein homöopathisches Mittel haben. Und dann wirkt es wie das homöopathische Mittel. Und so weiter. Also dem sind keine Grenzen gesetzt. Ja, super. Bevor du uns jetzt deine Klangcodes vorsingst, wo können sich denn die Zuschauer informieren? Wie kommen sie zu dir oder zu den Therapeuten? Also es gibt einmal die Website. Auf der Website kann man eben sowohl die ganzen Anwender sehen, als auch meine eigene Adresse und meine Telefonnummer. Und da kann man sich auch für die verschiedenen Seminare anmelden, wenn man selber dann einfach für sich etwas tun will. Die Website-Adresse ist dao, also dao-tha.com. Und da findet man mich und man findet ganz viele kleine Videos auch nochmal. Da kann man mal so ein bisschen stöbern. Die Website ist recht komplex. Heute mag man ja immer so gerne so ganz einfache Seiten. Geht mit dieser Arbeit nicht.
Ja, da ist einfach zu viel an verschiedenen Möglichkeiten, die da sind. Und es gibt auch einen Shop auf der Website, wo man eben dann sehen kann, was man erwerben kann, mit dem man dann auch selber arbeiten kann. Zum Beispiel für die Zirbeldrüse oder auch verschiedenste Sachen. Einfach mal stöbern gehen. Und es gibt auch Klangcodes zum freien Download. Also wenn man das mal ausprobieren will oder wenn man mich mal erleben will, live, online kann man mich live einmal im Monat erleben, mit einem gemeinsamen Klangcode singen. Und das kostet auch erstmal nichts, dass man erstmal so ein Gefühl dafür kriegt, ist das was, mit dem ich mich verbinden möchte. Ja, toll. Ja, jetzt bin ich aber gespannt auf die Klangcodes von der Angst in die Liebe und den Frieden. Okay, die beiden werde ich dann jetzt noch mal singen. Ihr könnt die Augen schließen und es einfach wirken lassen. Yi, 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 Und noch einmal den Liebescode. Aium, 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 Awen, 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 Awen. Und mit diesem letzten Klangcode können die Klangcodes einfach weiter wirken, weil eigentlich ist das ja etwas Flüchtiges, es kommt und geht. Und so kann die Information verbleiben. Vielen Dank, liebe Elisabeth. Gerne. Schön, dass du da warst. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten die Codes auch zu Hause spüren und für sich wahrnehmen. Also wenn man so nebendran sitzt, ist es natürlich wirklich sehr berührend. Das bringt einen auch sofort in so einen Zustand der totalen Entspannung. Und ich hoffe, Sie konnten das auch spüren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.